Huch. Wart ihr das? Ja. Heute geht unser Roadtrip entlang der Grenze so richtig los und wir fahren als erstes zum ehemaligen US-Stützpunkt Point Alpha. Gespannt auf diesen historischen Ort im Zentrum des Fulda Gaps packen wir daher unsere Sachen und fahren in Richtung Rasdorf. Schon auf dem Weg dorthin entdecken wir Überreste der Grenze. Wir sind gerade irgendwo auf der Landstraße und haben gesehen, dass da drüben der erste Grenzturm unserer Tour steht. Und da machen wir jetzt einen kleinen Spaziergang hin. Der Betonturm ist einer von mehr als 600 Beobachtungstürmen, die die SED zur Überwachung der Grenze eingerichtet hat. Selbst hier, mitten im Nirgendwo. So richtig in die Nähe von dem Grenzturm sind wir leider nicht gekommen, weil wir keinen Weg gefunden haben. Das ist hier am grünen Band quasi alles unberührte Natur. Deshalb fahren wir jetzt einfach zum Point Alpha. Der ist gar nicht weit weg von hier und da können wir uns das Ganze nochmal genauer angucken. Dort angekommen erkunden wir zuerst das Außengelände, wo die unterschiedlichen Ausbaustufen der Grenze entlang des Kolonnenwegs rekonstruiert wurden. Anfangs bestand diese aus einer Sperrzone sowie einem einreihigen, 1,20 Meter hohen Stacheldrahtzaun. Ab den 70er Jahren wurde der Stacheldraht durch hohe Streckmetallzäune ersetzt und zusätzlich mit tödlichen Selbstschussanlagen ausgestattet. Durch Pkw-Sperren, Hundelaufanlagen und Signalzäune wurde die Grenze immer weiter perfektioniert und nahezu unüberwindbar. Der US-Stützpunkt Point Alpha wurde schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet, um Grenzübergänge in die sowjetische Besatzungszone zu kontrollieren. Als sich der Kalte Krieg immer weiter zuspitzte, wurde der Stützpunkt weiter ausgebaut, weil er sich wegen seiner Grenznähe gut dazu eignete, den Funkverkehr der DDR zu überwachen. Außerdem wurde erwartet, dass die Truppen des Warschauer Pakts im Fall einer Eskalation hier ihren ersten Angriff starten würden, denn die Region des Fulda Gaps zwischen Rhön und Vogelsberg liegt geografisch günstig für eine Invasion mit Panzern. In nur 48 Stunden hätten die Truppen von hier bis zum Rhein vordringen können. Seit den 70er Jahren wurde Point Alpha daher stetig erweitert und die Region auf beiden Seiten der Grenze mit schwerem Kriegsgerät aufgerüstet. Nach dem Ende des Kalten Kriegs zeigte sich sogar, dass auch der Einsatz von Atomwaffen von beiden Seiten nicht ausgeschlossen wurde und teilweise sogar fester Bestandteil von taktischen Überlegungen war. Eine Eskalation hätte somit vermutlich die gesamte Region bis zum Rhein in eine radioaktive Wüste verwandelt und viele Leben gekostet. Vor diesem Hintergrund bekommt das Mahnmal für den Frieden am Haus auf der Grenze eine ganz besondere Bedeutung. Vor allem, weil der Kalte Krieg nicht überall so friedlich verlaufen ist wie hier und in den sogenannten Stellvertreterkriegen wie Vietnam und Korea mehrere Millionen Menschen ihr Leben verloren haben. Nachdem uns die Ausmaße dieser Grenze zum ersten Mal so richtig bewusst geworden sind, führt uns unsere Reise nach Wacha, zur Brücke der Einheit. Eigentlich wollten wir hier mit den Mopeds auf die Brücke fahren und alles schön inszenieren. Es ist aber viel zu heiß dafür. Stattdessen gönnen wir uns eine Abkühlung in der Werra, die Hessen von Thüringen trennt und damit Teil der Grenze zwischen Ost und West war. Bis zur Grenzöffnung am 12. November 1989 war daher auch die schöne mittelalterliche Werra-Brücke gesperrt. Heute erinnert sie als Brücke der Einheit an die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands. Ohne die neu gewonnene Freiheit durch die Brücke zu nutzen, fahren wir weiter. Bis zu unserem Etappenziel haben wir nämlich noch einiges vor. Einen ersten Zwischenstopp machen wir bei der Grenzgedenkstätte zwischen Kleinen und Großensee. Hier verlief die Grenze besonders verwirrend zwischen den Orten und es gab sogar eine Mauer.
Viel Zeit zum Verweilen bleibt uns aber nicht, da wir ein Stück weiter in Obersuhl noch eine Verabredung mit den Mitgliedern des Geschichtsvereins haben und eine Führung über den Grenzlehrpfad Wildeck bekommen. Der Grenzlehrpfad in Wildeck-Obersuhl ist 2009 im Rahmen der Feierlichkeiten 20 Jahre Grenzöffnung eingeweiht worden. Es waren 4 Leute von Obersuhl, ein Zollbeamter, ein Grenzschutzbeamter, das war ich, und der Altbürgermeister oder ein ehemaliger Bürgermeister von Obersuhl und ein Dorfbewohner. Die haben dann diese Idee umgesetzt. Herr Gliem war von 1969 bis zur Grenzöffnung Mitglied des Bundesgrenzschutzes und für den Abschnitt hier bei Obersuhl zuständig. Zahlreiche Grenzgeschichten kennt er daher aus erster Hand und bietet zusammen mit Herrn Giesler kostenlose Führungen über den Grenzlehrpfad an. Aber warum eigentlich? Wir wollten Erinnerungen wachhalten, aber nicht nur alleine Erinnerungen wachhalten, sondern wir wollten auch zugleich mahnen, damit dieses Unrechtssystem in der DDR, dass sich sowas in Deutschland nicht wiederholt. Ziel sollte es auch sein, junge Menschen anzusprechen, weil mir auch bekannt ist hier und aus Erfahrung selbst von Schulklassen, die hier vor Ort waren, dass die jüngste Geschichte von Deutschland nicht so intensiv unterrichtet wird. Um die Erinnerung an die deutsche Teilung, deren Opfer sowie die Schrecken des Grenzregimes der DDR wachzuhalten, ist es wichtig, auch kleinere Erinnerungsorte wie diesen Grenzlehrpfad für die Zukunft zu erhalten. Wir bedanken uns daher für die spannenden Erfahrungsberichte von Herrn Gliem und Herrn Giesler, die uns sehr dabei geholfen haben, die Grenze besser zu verstehen. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weshalb wir in den nächsten Episoden immer mal wieder auf ihre Expertise und Erlebnisse zurückgreifen werden. In unserer nächsten Etappe besuchen wir das Grenzmuseum Schifflersgrund und beschäftigen uns noch einmal intensiv mit den Grenzanlagen und ihrem Aufbau. Außerdem bekommen wir die ersten Probleme mit unseren Mopeds. Wenn ihr euch dafür interessiert und mehr von unserem Roadtrip an die Grenze erfahren wollt, abonniert doch unseren Kanal.